Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel Go Big or No Home mit der großartigen Shaibi Lopez Ja, hi. hinter der Kamera und mir, Georg Katern, vor der Kamera. Das ist tatsächlich heute unsere erste Folge. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu streng mit uns, wenn das technisch noch nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Wir geben uns Mühe, von Folge zu Folge auch so ein bisschen zu wachsen und an uns zu arbeiten natürlich und an unseren Skills, was YouTube betrifft. Heute in der Folge geht es darum, wie wir unsere Träume visualisieren oder was wir wichtig finden daran und was unsere Träume eigentlich sind, weil dieser Kanal ist dazu da, dass wir unsere Träume verwirklichen. Das ist so die Idee dahinter. Genau, also bei mir ein großer Traum war immer, in einem Industriegebäude zu wohnen. Also ich weiß nicht, kennst du den Film Taxi Taxi? Kenne ich nicht. Der kam so raus, da war ich 13, würde ich so schätzen. Da gab es den Hauptdarsteller, Daniel, der hat mit seinem Auto in der Werkstatt gewohnt. Und das fand ich damals so cool, halt als 13-Jähriger. Klar findest du das cool. Und deswegen, das wollte ich damals auch. Und dann gingen so die Jahre ins Land so ein bisschen und dieser Traum hat mich nie losgelassen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, so ein Industriegebäude, da wirklich zu wohnen, das umzubauen, das kostet richtig Geld und dann noch so ein Haus zu finden, also ein Industriegebäude zu finden, da wo man auch wirklich wohnen will, ist noch schwieriger. Und da habe ich irgendwann gedacht, ey, wäre ja cool, wenn man sich das einfach selber baut, vielleicht sogar mit alten Materialien, das wäre auch irgendwie cool. Und habe dann vor, ich würde sagen, 10 Jahren angefangen, mir so ein Vision Board zu machen. Ich weiß nicht, Vision Board, sagt dir das was oder hast du sowas auch gemacht? Ich habe tatsächlich auch in Venezuela ein bisschen Wort gemacht. Damals habe ich mir geträumt, um auszuwandern und als Erstin in dem Land zu arbeiten. Ja, und es hat geklappt. Ja. Also, ich würde sagen, so ein Vision Board ist nicht schlecht. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe zum Beispiel eins gemacht als Collage. Ich habe mir Sachen ausgedruckt, verschiedene Träume, wie man hier sieht. Zum Beispiel einen Mustang wollte ich schon immer mal haben. Den habe ich mir dann ausgedruckt und dann so Bilder zusammengestellt. Dann eine Harley zum Beispiel, das ist auch ein Traum, den habe ich mir letztes Jahr mit meinem Vater erfüllt. Also wir haben im Moment so ein Vater-Sohn-Projekt, wo wir dran arbeiten. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber ich hoffe, in den nächsten Jahren wird das fertig. Den Mustang habe ich tatsächlich auch, mit 30 habe ich mir einen gekauft. Und das war halt, ich glaube, es lag auch vielleicht so ein bisschen an dem Vision Board, weil ich habe wirklich die Träume jeden Tag gesehen. Also dieses Vision Board hängt bei mir direkt im Flur neben dem Schlafzimmer. Und jedes Mal, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, sehe ich dieses Board und muss da drauf gucken. Und das erinnert einen dran, wofür man irgendwie, ich sag mal, morgens dann vielleicht um 6 Uhr aufsteht oder abends erst um 12 Uhr ins Bett geht. Aber Shairi hat zum Beispiel, du hast es, glaube ich, digital gemacht, ne? Richtig? Ja, weil ich arbeite daran, weniger Papiere zu verwenden und von daher mache ich das im Moment in meinem iPad. Ja, sehr cool. Also ist auch eine Variante, wenn man halt nicht so viel Papier verbrauchen will wie ich zum Beispiel. Jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Kann man das auch super cool digital machen. Ne? Das kann man dann auch schnell noch verändern. Also so ein Vision Board, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also über die Jahre, wenn man älter wird, verschieben sich auch Träume und dann kann man auch nochmal wieder Sachen wegnehmen, Sachen hinzufügen. Also ich habe zum Beispiel auch Familie groß dastehen auf meinem Vision Board, Reisen. Das sind Träume, die ja noch aktuell sind und vielleicht irgendwann rutscht zum Beispiel auch die Familie ein bisschen höher, dass man sagt, okay, man wird ja auch nicht jünger, ist das halt auch irgendwie wichtiger nachher. Also kann man so ein Vision Board arbeitet auch immer. Genau. Und auf meinem, wie man sieht, ist auch ganz viel Traumhaus drauf. Zum Beispiel, ich würde ganz gerne einen Palmgarten haben in der Mitte. Ich habe auch eine Schildkröte. Der Philipp, der wird vielleicht auch noch mal das ein oder andere Mal auf diesem Channel auftauchen. Und der soll halt seinen Teich mitten im Haus kriegen. Fände ich ganz cool. Dann der Mustang halt. Es ist halt super schade, dass der in der Garage die ganze Zeit steht und man sieht ihn gar nicht. Wäre echt cool, wenn er mitten im Haus stehen würde. Gut, ich weiß nicht, ob du so ein Fan wärst, dass er wirklich direkt im Wohnzimmer steht. Philipp, natürlich. Nee, ich meine der Mustang. Ah, der muss dann, nee, also so in der Mitte der Wohnung
nicht. Da müssen wir vielleicht noch einen Kompromiss finden. Vielleicht hinter der Glasscheibe oder so. Ja, so weit. Das könnte man machen. Und was war ja für dich jetzt noch so, wo du sagst so, das müsste mein Traumhaus haben? Ich würde gerne eine offene Küche haben. Ah, ja, sehr cool. Eine- Mit großer Insel Genau. und Barhockern? Ja, Genau. okay. Und eine große Bibliothek, wo Okay. ich meine Büro habe. Das würde ganz schön sein. So richtig mit Leiter, dass du da so hochklettern Ja, kannst? so Okay. Beauty and the Beast. Ah, Vibe. okay. Ja, wie gesagt, also auf diesem Channel ist alles erlaubt. Wir wollen halt auch ein bisschen größer träumen. Ich sag mal, das Finanzielle soll hier nicht so im Vordergrund stehen, sondern wirklich so Träume. Ne? Was ist mein Traum? Was kann ich verwirklichen? Genau. Und ob wir das nachher wirklich umgesetzt kriegen, nobody knows. Ja. Das soll auch hier nicht der Hauptfaktor von diesem Channel sein, sondern wirklich einfach ein bisschen rumzuspinnen und einfach mal ein bisschen größer zu denken. Wir sind keine Profis, also wir sind keine Bauingenieure oder Architekten, aber wir kennen welche und die uns hoffentlich begleiten auf unserem Weg. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer in die Planung eingestiegen sind, dass die uns dann nochmal Hilfestellung geben, macht das Sinn, was wir hier machen, oder ist das totaler Quatsch? Und dann auch nochmal ihre Gesichtspunkte da reinwerfen. Genau, und dann soll halt auch noch ein bisschen so dieser Upcycling-Gedanke damit eine Rolle spielen. Also es wäre cool, wenn wir noch alte Gegenstände irgendwie verwenden könnten, alte Stahlträger, vielleicht alte Steine. Also ich finde, so alte Gegenstände haben irgendwie immer so einen Charakter, den die in so ein Gebäude mit reinbringen. Also alles neu, ich weiß nicht, wie du das findest. Also wenn du noch so altes Holz zum Beispiel, das hat so einen ganz anderen Charakter. Man sieht immer, dass die schon ein Leben vor sich hatten und so eine gewisse Geschichte erzählen, was ich halt ziemlich cool finde. Genau, und das soll so in den nächsten Folgen, soll dieses Projekt so vorangehen. Genau, in der wirklich nächsten Folge wollen wir anfangen, den Grundriss zu planen, ein bisschen ins Detail zu gehen und zu überlegen, vielleicht so ein bisschen auch mit einem CAD-Programm schon mal so ein paar Linien ziehen und mal gucken, wie so ein Haus aussehen könnte, wenn wir wirklich unser Traumhaus planen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal die eine oder andere Diskussion führen, wo der Mustang nachher hinkommt oder die Bibliothek. Aber ich glaube, das wird spannend. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Projekt und freue mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und uns auf unserem Weg begleitet. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und macht euch noch einen schönen Abend und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.